Während Volodymyr Zelensky in Brüssel um Unterstützung für seinen sogenannten Siegesplan wirft, stehen seine Soldaten im Osten der Ukraine immer öfter auf verlorenem Posten. Die russische Armee rückt im Donbass, wenn auch langsam, immer weiter vor. Gleichzeitig hat Moskau mehr als 50 Kampfdrohnen allein heute gegen zivile Ziele in der Ukraine eingesetzt. Ein weiteres Problem bildet die zum Teil schwer beschädigte Energieversorgung der Ukraine. Mit Beginn des Winters dürfte die Zuversicht der Menschen in dem attackierten Land damit erneut auf eine harte Probe gestellt werden. Jana Wochnik. In der Region Charkiw. Ukrainische Soldaten der Karzer-Brigade. Mit einer Haubitze schießen sie auf russische Stellungen. Der Feind ist stark, doch die Motivation ist hier immer noch hoch. Das zumindest erzählt dieser Soldat, Kaban, sein Kampfname. Wir wissen, dass wir gewinnen werden. Das ist keine Frage. Die einzige Frage ist, wann es sein wird. Die Motivation besteht darin, zu dem Leben zurückzukehren, wie es früher war. Als Brüder und Schwestern nicht starben, als Kinder nicht starben. Doch die Ukraine hat viele Probleme. Wenig Munition, wenig Gerät, viele Soldaten sind verwundet. Junge Männer wollen zum Teil nicht in diesen Krieg ziehen, werden zwangsrekrutiert, wie hier direkt aus Sportcentern oder Clubs geholt, wenn sie keine Dokumente bei sich haben. Und der Weg für die Ukraine in die NATO ist, wenn überhaupt möglich, dann langwierig. Trotz Präsident Zelenskys Siegesplan und dem Appell an das Staatenbündnis, vergebens, es gibt vorläufig keine Einladung in die NATO. Die Soldaten an der Front hier in der Karzer-Brigade sind entschlossen, diesem Siegesplan zu folgen und schieben ihre Forderungen an den Westen nach. Natürlich glauben wir daran. Natürlich unterstützen wir ihn, diesen Plan. Wir brauchen Granaten, wir brauchen westliche Waffen, wir brauchen westliche Gelder, um diesen Krieg zu führen. Denn wenn wir diesen Krieg hier nicht beenden, wird Europa auf seinen Territorien leiden, und zwar in 5, 7 oder 10 Jahren. Nach mittlerweile mehr als 2,5 Jahren Krieg sind die Menschen aber auch müde und vermissen Angehörige. Vor allem Frauen und Ältere versammeln sich hier in Kiew und fordern Aufklärung, wo ihre Liebsten geblieben sind. Sie werfen der Regierung Zelenskys Bürokratie vor und dem Volk nicht die ganze Wahrheit über die Ausmaße des Krieges zu sagen. Der Sicherheitsexperte Nico Lange weiter bei mir im Studio. Herr Lange, wie lange kann die Ukraine noch durchhalten, wenn der Kampfeswille der Menschen in der Ukraine allmählich erlöschen sollte? Ja, die Menschen sind geschwächt. Die Menschen sind auch sehr ermattet von diesem Krieg. Das gilt, glaube ich, für die Streitkräfte wie für die Zivilisten. Aber sie sind gleichzeitig auch weiter entschlossen. Sie sehen auch für sich gar keine andere Wahl, als ihre Heimat weiter zu verteidigen und das konzentriert weiter zu machen. Aber das ist eben mit all diesen Schwierigkeiten verbunden. Die Lebensbedingungen für viele sind sehr schwierig geworden, insbesondere weil ja der Strom nur noch begrenzt verfügbar ist. Man muss leider damit rechnen, dass Russland weitere große Luftangriffe fliegen wird, bevor es kalt wird. Und an der Front sind viele Einheiten unterbesetzt, müssen seit Monaten aushalten, werden von russischen Gleitbomben und Artillerie sehr stark unter Druck gesetzt. Das ist auch psychisch sehr, sehr schwierig. Das ist eine ganz schwierige Situation, die ja wiederum in Verbindung mit Zelenskys Friedensplan an uns eine Aufforderung ist, nicht jetzt schrittweise und langsam und so wie wir so sind, bürokratisch und mit aller Zeit der Welt, der Ukraine zu helfen, sondern mal ein bisschen schneller und entscheidender einzugreifen, damit die Ukrainer die Möglichkeit haben, diesen Krieg zu beenden. Weil darauf zu setzen, dass Putin von alleine aufhört, das ist, glaube ich, vollkommen naiv. Sie haben es ja schon angesprochen, die Energieversorgung stark in Mitleidenschaft gezogen und weitere Angriffe könnten dann noch kommen. Was droht denn den Menschen jetzt im Winter? Da wird es ja eisig kalt. Die Ukrainer haben Erfahrung. Es ist ja jetzt schon der 3. Winter. Und viele sind auch ausgerüstet mit Generatoren, mit Möglichkeiten, sich irgendwie warm zu halten und mit Strom. Aber es ist natürlich besonders schwer, wenn man in Städten lebt, wo die Kinder nicht mehr zur Schule gehen können, weil sie nicht beheizt wird, wo man selbst nicht mehr zur Arbeit gehen kann, wo man das Alltagsleben nicht mehr organisieren kann. Weil dieses Alltagsleben für die Ukraine ja nicht nur der Grund ist, dass man da bleiben kann und weiter lebt, trotz Beschuss, sondern auch, glaube ich, sehr stark dazu beiträgt, dass man normal bleibt im Kopf und dass man konzentriert bleibt. Und wenn man sich nur noch mit der Frage beschäftigt, wo kann ich einmal mein Handy aufladen oder wo kann ich einmal es warm haben oder wo kann ich einmal duschen, dann wird die Lage, glaube ich, sehr schnell sehr, sehr zermürbend
für sehr viele Menschen, die jetzt ja auch nicht nur in ihren Städten leben, sondern viele Binnenflüchtlinge aus Regionen aus der Ostukraine sind ja jetzt auch noch aufgenommen worden, in Dnipro oder in Saporizhzhia oder in Kiew. Das macht die Lage schon sehr schwer für die Menschen dort. Rechnen Sie mit weiteren Flüchtlingswellen, wenn die Russen ihre Angriffe intensivieren sollten und dann vielleicht gar kein Energieversorgungsunternehmen mehr da ist oder zumindest arbeiten kann? Ja, man muss damit rechnen, dass insbesondere Menschen, die Kinder haben oder ältere Menschen zu versorgen haben, ab einem gewissen Zeitpunkt sagen, das geht nicht mehr. Und dann zumindest für eine Zeit lang das Land verlassen werden. Russland hat ja dieses Ziel, die Teile der ukrainischen Städte so unbewohnbar zu machen, damit noch mal eine große Flüchtlingswelle ausgelöst wird, die dann ja auch innenpolitisch ausgenutzt wird von denen, die Russlands Lied singen bei uns. Und da gibt es ja einige, die sagen, wir wollen der Ukraine nicht richtig helfen, aber Flüchtlinge wollen wir auch keine. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Sprengstoff enthalten. Herr Lange, vielen Dank für diese Einordnung. Dankeschön. Gerne.